Hallo und Servus hier aus unserer Wohnung. Ja, es ist mittlerweile schon ein paar Tage her, seit wir wieder aus Korsika zu Hause sind. Und wir wollen das heutige Video dazu nutzen, unser finales Fazit zum GR20 euch zu zeigen. Und zwar dachten wir uns, es werden nach unserer Dokumentation sowieso ein paar Fragen auftauchen. Und jetzt, wo der Eindruck noch relativ frisch ist, wollen wir euch das jetzt hier zeigen. Ihr müsst dabei bedenken, dass wir den GR20 Mitte August, also voll in den französischen Sommerferien gelaufen sind und der Eindruck sehr persönlich ist. Dieses Video ist für alle die tatsächlich überlegen, den GR20 zu laufen. Es wird ein relativ langes Labervideo. Wir wollen euch einfach unsere noch relativ frischen Eindrücke mitteilen. Was uns vielleicht nicht geschadet hätte, bevor wir den GR20 gelaufen sind. Das, was wir damals wissen wollten, versuchen wir euch jetzt zu zeigen. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Frage und ich glaube, die hat sich so in den Tagen ein bisschen abgewandelt. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie nach dem ersten ausgesehen hätte. Würden wir den GR20 nochmal laufen? Nee. Auch jetzt nicht? Nee, wenn dann ein anderer Weg. Ja, natürlich. Aber wenn wir den Weg noch nicht gelaufen hätten, aber wüssten jetzt genau, was auf uns zukommt, würden wir ihn nochmal laufen? Nee, dann würde ich mich für eine Alpentour entscheiden. Okay. Ja, also der Eindruck, den kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich würde jetzt den GR20 nicht komplett verteufeln. Ich würde ihn so nochmal laufen, allerdings mit viel weniger Gepäck. Ja. Also Lena kriegen wir nicht überzeugt. Was definitiv zu viel war, war das Zelt, wo man wahrscheinlich so 2 Kilo rechnen muss bei mir. Zusätzlich hatten wir einfach für 10 Tage Essen dabei. Das waren insgesamt 12 Kilogramm, auf 2 Rucksäcke allerdings verteilt. Das sind jetzt schon 14 Kilogramm, die wahrscheinlich einfach zu viel wären. Ich hatte mit Wasser am Anfang 24 Kilogramm, du um die 17. Ganz ehrlich, es ist viel zu viel. Ja, wir sind halt wieder ins Fitnessstudio, aber große Wanderungen haben wir diesmal nicht gemacht. Wir gucken jeden Tag unsere 10.000 Schritte irgendwie zu erreichen und wenn es irgendwie geht, alle 2 Tage ins Fitnessstudio zu gehen, viel Kniebeugen, viel Kreuzheben, was eigentlich an sich schon perfekt ist für eine lange Wanderung. Das Entscheidende ist aber wieder der Kopf. Die Schmerzen fingen diesmal eigentlich schon am ersten Tag an, haben sich immer mehr verstärkt über 2. oder 3. Tage. Es hat immer wehgetan, bis man mal richtig aufgestanden und wach war. Ich glaube, das ist schon eine extreme Kopfsache, gerade auch wenn man dann an Stationen ankommt, wo man die Möglichkeit hat auszusteigen, dass man dann noch weiterläuft und ich glaube nicht, dass man das irgendwie trainieren kann. Und dann kommen wir auch gleich noch zum Wanderführer von Rota. Und das ist jetzt der einzige deutsche Wanderführer, den es gibt und leider ein ziemlich schlechter Wanderführer. Ja, zum Teil haben die Angaben nicht so ganz gepasst. Und gerade auch mit den Quellen, auf die man sich eigentlich verlassen sollte, kann auch zu brenzlichen Situationen führen, wenn man kein Wasser mehr hat. Gerade schon am ersten Tag. Wir sind am Dienstag angekommen, durch den Flug, bis wir in Calvi waren und dann in Calenzana am Startort, haben wir am Tag vor der Fernwanderung dummerweise sehr wenig getrunken, was eigentlich schon der erste große Fehler war. Weil am nächsten Tag kann man das nicht direkt nachholen und wir sind jeder mit 3 Liter gestartet am ersten Tag. Dann kommt dazu, dass der Rucksack relativ schwer ist, es ist heiß, man macht glaube ich 1400 Höhenmeter gleich am Anfang. Man muss sich erstmal an den beschwerlichen Weg gewöhnen und dann sind wir hinten raus die letzte halbe Stunde, 3/4 Stunde wirklich ohne Wasser weitergelaufen. Lena hatte noch Kreislaufprobleme, vielleicht auch deswegen. Vielleicht auch, weil du krank warst vorher. Und das war so ziemlich auch über die ganze Tour
zumindest in den letzten Metern, immer ein bisschen ein Problem, dass wir zu wenig Wasser dabei hatten. Korsika ist relativ trocken, vor allem auch im August, im Hochsommer. Sich da nicht auf den Wanderführer verlassen zu können, ist nicht so gut. Und dann finde ich auch, was der Wanderführer falsch macht, dass er relativ positiv die einzelnen Etappen bespricht und man am Abend so da hockt, liest sich gemütlich das durch und denkt, ah ja, das wird ja schon nicht so schlimm. Aber es geht halt immer oder relativ oft 10 Meter hoch, 10 Meter runter. Man klettert viel. Das heißt, auch wenn man kaum Höhenmeter macht, es kann trotzdem sein, dass man viel klettert, dass man kaum vorankommt. Ich glaube, wir hatten ganz am Anfang eine Etappe mit 5 Kilometer, wo wir 7,5 Stunden unterwegs waren. Und wir waren platt. Vom Kopf her waren wir total platt. Das unterschätzt man, glaube ich, komplett, wenn man so einen ähnlichen Weg noch nie gelaufen ist. 12 Tage sind zu kurz, würde ich sagen. Wenn man den Weg entspannt gehen möchte, dann sollte man sich 15 Tage, würde ich sagen. Es kommt darauf an, welchen Anspruch man hat, finde ich. Im Wanderführer sind tatsächlich 19 Etappen ausgewiesen, was 2 zu viel sind. Wir hatten den Anspruch, 10 Tage zu laufen, wo wir schon am ersten Tag gemerkt haben, das wird nichts, wir müssen ein bisschen höher gehen. Und selbst da war dann noch eben das nächste Ziel 12 Tage, war schon relativ ambitioniert, würde ich sagen. Was aber auch nur so war, weil wir einfach zu schwere Rucksäcke dabei hatten. Ich glaube, wenn du gar keine Rucksäcke hast, nichts auf dem Rücken, dann kannst du auch schon im Norden die ersten 2 doppeln. Das ging. Ja, mit viel weniger Gepäck halt. Weil wir sind auch oft um 1, glaube ich, angekommen oder 2 spätestens. Da ging es theoretisch schon, wenn man halt bis 19 Uhr läuft, dann läuft man halt bis 19 Uhr. Tatsächlich auch jetzt 5 oder 7 Kilometer am Anfang, da waren Etappen dabei. Ich war vom Kopf komplett K.O. und der Körper auch. Und gerade auch die erste Etappe mit 7 Kilometer, da waren wir, glaube ich, relativ spät, um 16 Uhr da wäre nichts mehr gegangen. Und das hätten wir beide nicht gedacht, dass wir so kaputt sind. Ich halte es für schon gut möglich, 10 Tage mit einem ähnlichen Gepäck, aber nicht mit unseren schweren Rucksäcken. Und ich denke, wenn man den Weg genießen möchte, dann in 15 Tage, dann stellt sich aber die Problematik, dass man halt wirklich 15 Tage lang in den Hütten übernachtet, beziehungsweise im Zelt. Und das war halt für uns auch ein Faktor, dass wir ab Visavona keine Lust mehr auf Zelt hatten. Und dann in einem luxuriösen Matratzenlager lieber übernachtet haben. Also das muss man sich mal vorstellen, dass wir lieber mit 10 anderen in einem Zimmer schlafen als im Zelt. Weil Zeltschlafen war okay, bis zu dem einen Punkt, als es nachts bzw. morgens auf einmal kalt und nass war. Das war doch eklig. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man den Weg 19 Etappen lang läuft und 19 Mal mehr, mal weniger schlecht schläft, dann geht es auch irgendwann auf die Nieren. Na gut, man muss vielleicht dazu sagen, dass wir beide keine so gute Zeltschläfer sind. Es gibt bestimmt Leute, die auch im Zelt gut schlafen. Da gehören wir beide leider nicht dazu. Und dann sieht es natürlich auch wieder komplett anders aus. Aber für uns, ich glaube, sowas würden wir jetzt auch nicht mehr machen. Nein, es war ja von vornherein so ein kleines Projekt, auch aus der Komfortzone zu treten. Sprich, wandern, jeden Tag wandern. Wer schon mal gewandert ist, weiß, 15 Kilometer kann mal am nächsten Tag wehtun. Und das dann wieder 12 Mal hintereinander. Und vor allem später dann 28 Kilometer am letzten Tag, obwohl man vorher gewandert ist. Das war schon eine Herausforderung. Aber dann zusätzlich noch im Zelt jede Nacht zu schlafen und noch das eigene Essen immer mitzuschleppen und zuzubereiten. Das war vielleicht jetzt für dieses Jahr dann direkt zu viel. Letztes Jahr, das war wunderbar, von Hütte zu Hütte und dann war das okay. Aber jetzt dieses Jahr, das Zelt war auch jetzt für mich fast schon ein Ticken zu klein. Obwohl wir schon ein relativ großes Zelt hatten. Für 1,90, das hat gerade so gepasst. Aber spätestens, wie gesagt, als es dann feucht wurde nachts, und dann noch morgens sowieso in die feuchten Kleider zu steigen. Wir waren, glaube ich, da nach 12 Tagen
ganz froh, das hinter uns zu haben. Und das war auch mit ein Grund, dass wir jetzt zum Beispiel die letzten 3 Etappen, was dann zusammen 28 Kilometer war, zusammengenommen haben, was schon heftig war. Das war wahrscheinlich eine der heftigsten Wanderungen, dadurch, dass wir halt auch schon vorher relativ viel gewandert sind. Was heißt relativ, jeden Tag halt. Also ich würde mich für Nord-Süd entscheiden. Ich auch. Und warum? Wenn man jetzt weiß, was auf einen zukommt, dann möchte ich als erstes die härteren Etappen und dann es langsam auslaufen lassen. Andersrum hätte ich immer im Kopf, oh, der schwere Teil kommt noch. Ja, vor allem der Süden finde ich jetzt nicht weniger belastend. Also wenn ich jetzt dran denke, gerade auch die letzten Etappen, da ginge es, wenn man es andersrum läuft, schon auch ziemlich hoch. Die Wege waren besser, es war weniger Klettern, aber die waren schon noch anspruchsvoll. Und vor allem man hat, wenn man von Süden nach Norden läuft, tendenziell eher früher die Sonne im Rücken. Natürlich geht hinter einem die Sonne auf und von Nord-Süd hat man die Sonne meistens oder eigentlich immer, morgens zumindest, hinter dem Berg und ist so bis 11, halb 12 immer im Schatten. Und Süd-Nord, da knallt die Sonne einem schon ab 7 direkt in den Rücken und dann kann es schnell heiß werden. Auch wenn man im Süden startet und dann so nach der 10. Etappe irgendwo im Norden richtig ankommt, ist man ja schon kaputt. Und dann die Norden-Etappen, klar, dann hört man eher nicht mehr auf, aber minder anstrengend ist es nicht. Und man muss im Wanderführer immer umdenken, weil immer alles andersrum beschrieben ist. Die Unterkünfte waren zum Teil gut, zum Teil weniger gut. Also die Hygieneabteilung war dürftig. Teilweise gab es nicht mal richtige Toiletten, keine Schüssel, sondern ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Es hat mich sehr an Sri Lanka erinnert, viele Plumpsklos. Man muss sich das so vorstellen, es gibt eine kleine Hütte für den Wärter, der dort lebt. Ja, vielleicht wirklich eine Gartenhütte. Dann gibt es was Größeres. Dort ist oft auch ein Matratzenlager, eine Küche, ein kleiner, wirklich kleiner Lebensmittelladen und ein Bereich, wo man was essen kann. Um die Hütten rum ist ein großer Zeltplatz, wo alle Hütten eigene Zelte, das sind so schwarz-weiße, aufgestellt haben. Und zusätzlich gibt es dann noch mehr oder weniger freie Plätze, wo man sein eigenes Zelt aufstellen kann. Sein eigenes Zelt aufzustellen kostet 7 € pro Person pro Nacht, wenn man es online bucht. Ich verlinke euch die Seite unten in der Videobeschreibung. Wenn man es nicht vorbucht, und diese Vorbuchung ginge schon quasi in dem Moment, wo man ankommt, da kommen wir gleich zum Thema Internet, dann zahlt man 12 €. Sprich 24 € für 2 Personen. Mal 19, das kann sich schon relativ schnell läppern. Und so wäre der Tipp da absolut, doch ein bisschen mehr vorzuplanen, sich darüber bewusst zu machen, welche Etappen will ich doppeln und dann direkt vorzubuchen. Man spart sich einfach jede Menge Geld, klar, man hat es dann einfach vorgebucht, man ist dann in dem Raster. Ansonsten kann man auch jetzt gerade die ersten 3 Etappen mal einfach laufen und nichts vorbuchen. In Hodasco nach der 3. Etappe hat man Internet, so haben wir es auch gemacht und dann bis zur 8., 9. Etappe mal vorgebucht. In Visavona hat man auch noch mal Internet und dann hinten raus vereinzelt, weil man muss wirklich damit rechnen, dass man tagelang kein Internet hat, auch nicht auf irgendwelchen Gipfeln, was auf der einen Seite schön ist, aber jetzt gerade so aus logistischen Gründen birgt es Schwierigkeiten. Wichtig ist einfach, seid euch darüber bewusst, dass man da vorbuchen kann und Geld sparen kann. Und dementsprechend auch nicht so viel Bargeld mitnehmen muss. Bargeld auch ein Thema. Man bekommt auf dem gesamten GR20 kein Bargeld. Von Calenzana bis einschließlich Conca nimmt da genügend Bargeld mit. Wir haben jetzt, und wir haben eigentlich für 10 Tage Essen mitgenommen, insgesamt 1.500 € gebraucht für 2 Personen, hatten aber ein eigenes Zelt. Und wie gesagt, wir haben eigentlich in keiner Hütte zu Abend gegessen, was auch nochmal relativ teuer ist und ich schätze, man kommt da gut und gerne auf 2.500 €, wenn man alles dort isst. Man muss aber auch bedenken, dass man die ganze Lebensmittel eigentlich nicht mitschleppen muss im Hochsommer. Man hat fast an jeder Unterkunft einen Lebensmittelladen, wo man Nudeln, Tomatensauce, Thunfisch, irgendwelche Konserven
Baguette gab es, Leberwurst, sowas gab es eigentlich überall. Und in den Bergerien, wo es eigentlich auch bei jeder Unterkunft gab, gab es leckeren Käse, Wurst. Also eigentlich gab es überall, bis auf 1, 2 Ausnahmen, wenn überhaupt. Im Hochsommer gab es immer Essen. Nur mit dem Frühstück, da muss man ein bisschen schauen. Aber gesund ernähren ist halt nicht. Man wird aber auch immer irgendwo satt. In einer Hütte gab es sogar Pizza. Ja. Ein Thema für mich, das Wichtigste im Vorhinein, war das Thema Strom. Wo bekomme ich Strom? Wie viel Powerbanks muss ich mitnehmen? Und ich habe das jetzt so gemacht und wir hatten ja eine Drohne dabei, eine Kamera, 2 Handys, eine GoPro. Da habe ich jetzt einfach mich dafür entschieden, 2 große Powerbanks mit 20.000 mAh mitzunehmen. Und die haben tatsächlich genau gereicht. Also es gab mal einen Moment, da waren beide Powerbanks leer, aber meine Akkus alle wieder voll. Die Drohnenakkus waren auch leer in dem Moment. Ich würde jedem raten, so ein normales Pärchen oder wenn man alleine unterwegs ist, vielleicht eine 20.000 oder eine 10.000er Powerbank. Dann kann man alle 2 bis 3 Tage die Dinge aufladen. Wichtig ist dann, dass man einen USB-Stecker hat mit mehrfachen USB-Ausgängen. Dass man nicht nur ein Gerät gleichzeitig laden kann, sondern mehrere und auch die Powerbank über Nacht. Wir hatten jetzt da keine Angst, dass irgendwas geklaut wird. Ich habe die Powerbanks dann einfach über Nacht laden lassen, beide. Und dann hatten wir genügend Strom. Wenn ich die Wahl hätte, wo ich schlafen müsste oder die Schlafsituation aussehen sollte, würde ich es mir, glaube ich, offen lassen und entweder, wenn das Matratzenlager gut aussieht, mich dafür entscheiden oder für die Zelte, wo man dort mieten kann. Die sahen jetzt nicht schlecht aus. Nö. Es waren einfache Wurfzelte aus dem Decathlon. Wahrscheinlich sollte man nochmal eine eigene, einfache Schlafmatte oder Matratze, was auch immer, da gibt es ja viele Möglichkeiten, mitnehmen. Ich bin auch der Meinung, weil man tut sich da eigentlich nichts Gutes, man spart einfach nur ein bisschen Geld, aber wenn man sich ein neues Zelt kaufen muss, spart man eigentlich auch nicht. Also definitiv kein eigenes Zelt mitnehmen, die 2 Kilo sparen. Man spart sich auch die Zeit zum Abbau und Aufbau und den Stress, vor allem weil wir einfach auch morgens immer oder oft nachts in der Dunkelheit aufgebrochen sind und man bekommt immer eine Unterkunft. Und wenn es mal eng sein sollte, an der einen oder anderen Unterkunft war es so, dann läuft man einfach nochmal eine halbe Stunde weiter und ist dann dort untergekommen. Im Matratzenlager hatten wir immer Platz bekommen, wenn wir ihn wollten. Die Leihzelte waren meist nicht alle vergeben und wenn nicht, muss man da einfach vorbuchen und dann bekommt man definitiv was. Ich würde dann wahrscheinlich meistens in dem gestellten Zelt übernachten. Apropos Zelt, für mich war auch noch eine große Frage, auf was schlafe ich denn? Wie mache ich das denn mit dem Kissen? Weil ein richtiges Kissen kann man ja nicht mitnehmen, ist zum einen viel zu schwer und nimmt viel zu viel Platz weg. Ich habe jetzt hier von meinem normalen Kissen den Kissenbezug und habe natürlich kein Kissen reingemacht, sondern einfach sämtliche Kleider, Jacken etc., wo ich nachts nicht anhabe und habe da drauf sehr gut eigentlich geschlafen. Das war wirklich super. Ich habe nur den Kissenbezug nochmal extra mitgenommen, der wiegt quasi nichts, nimmt keinen Platz weg und es war in Ordnung. Wie hast du das gemacht? Ich habe einfach auf meiner Regenjacke und Fließjacke geschlafen. Ja, Lena hat wohl einen besseren Schlaf. Ich fand meine Lösung wirklich gut. Es gab eigentlich in jeder Unterkunft eine Dusche. Ja. Mindestens eine. Ja, mindestens. Also der Rekord, der traurige, war, glaube ich, 2 Duschen, eine kalt. Wir reden jetzt nicht von einfach nur kalt, sondern die war, glaube ich, noch extra gekühlt. Das ging nicht, da drunter zu duschen. Und die eine war warm. Und was ja gar kein Problem ist, wenn man zu 5 ist. Es waren aber einfach 40, 45 Leute da auf der Hütte oder an dem Platz. Und ja, da ging es halt einfach darum, zur richtigen Zeit zu erscheinen und dann halt zu warten.
Oft gibt es zum Beispiel 2 warme Duschen, 2 kalte Duschen. Da muss man sich einfach ein bisschen informieren, an welcher man sich ansteht. Und ich glaube, du hast immer warm geduscht. Ja, teilweise war es dann aber so heiß, dass man fast nicht drunter stehen konnte. Ja, muss man sich dann halt entscheiden. Das hat den Grund, dass bei der einen oder anderen Hütte es nur eine warme Dusche gibt, weil die Sonne den Schlauch erhitzt hat, der vom Fluss kommt. Ansonsten hätten die jetzt gar kein warmes Wasser. Das heißt, das Wasser wird abends auch kalt, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Also am besten immer gleich duschen, wenn man ankommt. Wenn man so wie mir Essen dabei hatte, muss man bei einigen Hütten aufpassen, dass man nachts das Essen, beziehungsweise eigentlich auch tagsüber, wenn man ankommt, das Essen in sein Zelt reinlegt. Einmal wurden Bekannte von einem Schwein überfallen, da wurde einiges dann gefressen und bei einer anderen Hütte wurden 5 Pferden gegessen. Deswegen einfach alles direkt ins Zelt und dann, also ich glaube, da passiert dann eher nichts mehr. Ja, wir haben es ja so gemacht, dass wir das ganze Essen in eine Mülltüte gestopft haben und dann noch zusätzlich in den Rucksack, so dass man möglichst wenig riecht. Wir hatten ja auch noch den einen Vorfall im Matratzenlager. Dumm wie wir waren, haben wir das Essen dort allerdings in den Tüten verpackt auf dem Boden liegen gehabt und irgendjemand ist um 4, halb 5 gegangen und hat die Tür aufgelassen. Wir waren im Wald, natürlich kam eine Maus und hat sich an unserem Essen vergangen. Lena ist Gott sei Dank davon aufgewacht und hat dann die Maus erschreckt. Allerdings waren dann ein paar Nüsse angefressen, Kekse waren angefressen, haben wir ein bisschen aussortiert. Ja, man muss einfach damit rechnen, dass da Tiere unterwegs sind, klar, in der Wildnis, und dann sollte eigentlich nichts passieren. Aber genau in dem Moment, wo man nicht aufpasst, kommen die Viecher. Wir haben das eine Pärchen gerade gewarnt, ja, passt auf, ihr übernachtet da, das sind 3, 4 Pferde, die gehen an euer Zeug. Und die, nein, das passiert nicht. Und genau in dem Moment kam auf einmal eine Frau, hey, ihr, euer Essen wird gerade gegessen von einem Pferd. Und die schauen, ja, da hat das Pferd sich gerade einen Apfel geschnappt. Man hat an jeder Hütte eigentlich die Möglichkeit, das Wasser aufzufüllen, teilweise sogar unterwegs an Quellen, wenn diese nicht gerade versiegt sind. Wir hatten wahrscheinlich irgendwo um Visavona rum ein kleines Wasserdebakel, nenne ich mal, oder irgendwas hat uns den Magen komplett verdorben, was uns danach dazu verleitet hat, wirklich das Wasser zu filtern, wenn wir jetzt nicht komplett sicher waren, dass das gut ist. Also da gibt es gute von Sawyer, ich verlinke den auch mal in der Videobeschreibung. Einen kleinen Wasserfilter, die meisten sagen, man braucht es da nicht, aber ja, wenn man sich halt einmal den Magen verdirbt, dann ist halt eigentlich schon fast vorbei, beziehungsweise einem anderen Mädchen ist es auch passiert und viele haben gesagt, sie haben ein bisschen Probleme. Es muss halt nur einmal passieren, dann hat man es. Für mich wäre außerhalb der Dinge, die man sowieso braucht, wie Kleidung, Wasser trinken, wären es für mich die Stöcke. Einfach, weil es viel erleichtert. Von Tag 1, von Stunde 0, Stöcke. Ohne Wanderstöcke, mit den schweren Rucksäcken, es geht nicht. Ich glaube, wir haben auch niemanden gesehen, der keine Stöcke hat. Mein wichtigster Ausrüstungsgegenstand, Trommelwirbel. Kamera, definitiv. Jetzt gar nicht wegen der Dokumentation oder zum Film, sondern Bilder. Ihr seht es hier im Hintergrund, das sind Erinnerungen, die ich so mit meinem Hirn, mit meinen Augen einfach nicht abspeichern kann. Wenn ich irgendwann mal die Bilder nochmal sehe, denke ich, ja geil, wir hatten da eine richtig gute Zeit. Und ohne Kamera geht es einfach nicht. Natürlich reicht da eigentlich schon das Handy, aber ich wollte da einfach meine Kamera dabei haben. Aber es ist, denke ich, ein Gesamtpaket, was wir alles dabei hatten. Also ich wollte jetzt viele Sachen nicht messen, sei es jetzt der Schlafsack, Hut war wichtig, dass der Kopf geschützt war, das war auch ein wichtiger Faktor dieses Jahr.
Dann zum Thema Rucksack. Lena, du hattest ja einen 34 Liter, ich einen 50 plus 10. Also grundsätzlich kann ich jedem dazu raten, der den GR20 läuft, auf einen 50 plus 10 Rucksack zu gehen. Auch Frauen. Ihr braucht den gar nicht voll machen, am besten maximal 20% des Körpergewichtes. Aber wenn ihr mal doch ein bisschen mehr habt und vor allem gerade auch Schlafsack oder je nachdem Zelt, ihr werdet es nicht jeden Tag perfekt packen, dann habt ihr ein bisschen Spielraum und könnt einfacher packen. Müsst nicht perfekt und dann lieber direkt auf den 50 plus 10. Wir haben tatsächlich letztes Jahr mit unseren 34, 36 Liter Rucksäcken so einen großen Fehler gemacht, weil die einfach zu klein sind. Wir haben uns da unnötig eingeschränkt und ich jetzt mit meinem neuen Air Contact Lite 5010, der genau gleich viel gewogen hat wie mein letztjähriger 36er. Das hat eigentlich gar keinen Sinn gemacht. Wir haben uns da ein bisschen ins Design verliebt, ganz ehrlich, aber funktionell und praktisch waren die eigentlich komplett falsch. Wir hätten eher größere nehmen sollen, die genauso viel wiegen. Für mich waren meine Schuhe genau richtig. Es waren die gleichen wie letztes Jahr schon, vom Typ BC, meine ich. Also alpine Wanderschuhe, natürlich am besten schon eingelaufen. Und alles andere, weil jetzt auch wieder im Wanderführer drin steht, man sieht alles an Schuharten, das ist einfach kompletter Unfug. Wenn ihr mit dem Rucksack dort unterwegs seid, alpine Wanderschuhe, am besten Typ BC, die relativ hoch geschlossen sind. So ist sicher, dass ihr nicht umknickt und ihr seid einfach am besten geschützt. Ich hatte relativ flache Schuhe diesmal dabei und ich weiß gar nicht, ob es jetzt am Typ vom Schuh liegt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich kann die jetzt wegwerfen. Ich hatte die vorher fast nicht getragen, die sind jetzt komplett durch. Allgemein bin ich nicht so sicher gelaufen wie jetzt letztes Jahr. Natürlich jetzt nur in der Ebene war es ein bisschen angenehmer, weil er leichter war, aber insgesamt war es die falsche Wahl. Warm. Ja, wir hatten glücklicherweise keinen Regen. Die Strecken wären sonst auch zum Teil auf jeden Fall zu gefährlich geworden. Deswegen waren wir froh, dass wir eigentlich nur Sonnenschein hatten, auch wenn es ab und zu sehr warm war. Aber ja, lieber zu warm als Regen dann. Ich gestehe ehrlich, dass ich für den Film oder für eine kleine Spannungsbogen hätte ich mir ein bisschen Regen gewünscht. Das war mal kurz davor. Aber um ehrlich zu sein, es wäre sauschnell sehr gefährlich geworden. Es wäre rutschig gewesen. Und ja, im Nachhinein lässt sich das dann toll anschauen im Fernsehen, auch vielleicht letztes Jahr. Aber man ist in der Wildnis und es kann einfach schnell gefährlich werden. Von dem her, vom Sicherheitsaspekt traumhaft. Jeden Tag Sonnenschein, es war heiß. Mit dem kann man aber besser umgehen, als wenn es regnet. Vor allem, wenn man an einem Gipfel steht, es auf einmal regnet, gewittert vielleicht. Man ist da einfach der Natur ausgeliefert und das sollte man auch auf dem GR20 nicht unterschätzen, weil das Wetter gerade auch im Süden sehr, sehr, sehr schnell drehen kann und sehr schnell sich verschlechtern kann. Aber wenn irgendjemand sagt, ey, beeil dich, das Wetter wird schlecht, dann beeilst du dich auch einfach. Wir sind so zwischen 5:30 und 6, würde ich sagen, hauptsächlich losgelaufen. Die meisten eher früher als wir. Sagen wir waren da so im Mittelfeld von der Zeit her. Aber im Dunkeln loslaufen, wenn wir nicht doppeln wollten oder so, dann wäre es einfach noch Quatsch gewesen. Wir sind oft so um 5 aufgestanden, haben uns im Zelt gerichtet, im Dunkeln, haben unsere Handytaschenlampen benutzt. Jetzt wird auch jeder wieder sagen, keine Stirnlampen. Hatten wir nicht dabei, absichtlich. Wir haben es auch eigentlich nicht gebraucht. Es ging mit dem Handy, das hat ganz gut funktioniert. Es war nicht so angenehm, im Dunkeln loszulaufen. Aber wenn man dann mal irgendwo hoch oben war und dann ging erst die Sonne auf, diese Momente, ich glaube, die werden wir ein Leben lang nicht vergessen. Und das war schon richtig, richtig toll. Man muss sich schon allein deswegen darauf einstellen, früh loszulaufen. Viele machen es wegen der Hitze. Finde ich jetzt eigentlich gar kein so großes Thema. Und wenn man doppeln will, sowieso früh aufstehen. Aber ansonsten, wenn man jede Etappe einzeln laufen möchte, dann reicht es eigentlich, wenn man zwischen 7 und 8
losläuft. Ja, man muss ja nicht schon um 1 an der Hütte sein. Genau, so 16, 17 Uhr. Aber das ist individuell und muss jeder für sich irgendwo wissen. Man darf sich nur nicht anstecken lassen von diesem kleinen Wettkampf vielleicht schon, wer am frühesten aufsteht, weil das hat einen so ein bisschen gestresst schon früh am Morgen, wenn man in der Dunkelheit sämtliche Taschenlampen vor einem sieht und denkt, ja, jetzt könnte hier was verpassen. So darf man nicht denken. Wir sind nach Korsika geflogen. Es hätte noch die Option gegeben mit dem Auto. Müssen wir dann halt mit der Fähre fahren. Wir haben noch mit welchen gesprochen, die mit dem Zug, im Nachtzug. Aber da haben wir uns jetzt auch gar nicht informiert drüber. Die waren relativ lange auch unterwegs. Aber klar, ist ja Geschmackssache. Die günstigste Variante war für uns leider das Fliegen. Wir wären eher am liebsten mit dem Auto rübergefahren, wo man aber sagen muss, dann steht das Auto irgendwo auf Korsika. Kann man sich ja denken, dass das nicht so angenehm ist. Aber im Nachhinein, und da kommen wir jetzt zur Abreise, ist es doch besser, wenn man noch ein paar Tage auf Korsika genießen möchte, dass man ein eigenes Auto hat. Weil, wie war unser Urlaub danach? Ja, eher kompliziert. Ja, weil die öffentlichen Verkehrsmittel sind relativ einfach auf Korsika und relativ teuer. Man kommt nur schwer von A nach B und man hält sich dann eher auch an den touristischen Flecken auf, ohne eigenes Auto. Und so war unsere Abreise. Der Moment, als wir in Konka angekommen sind, war ein bisschen speziell, finde ich. Man kam an, zack, war es fertig. Da waren relativ viele Menschen, waren einen saufen in den Pubs. Niemand hat sich irgendwie für uns interessiert, weil einfach wahrscheinlich 40 Leute am Tag den GR20 durchgelaufen sind im Hochsommer. Korsika wäre jetzt eigentlich nicht so unser Reiseziel, zumindest das, was wir jetzt gesehen haben, muss man auch ehrlich sein. Ja, auch nicht, auf gar keinen Fall im August in den Sommerferien. Wenn dann am besten individuell mit dem Auto, wobei ich da dann auch schon wieder Bauchschmerzen habe. Wir haben so viele Autos auf der Insel gesehen, weiß auch nicht, ob das unbedingt so sein muss. Und deswegen würde ich, glaube ich, eher von Korsika tendenziell, das ist jetzt wirklich unsere persönliche Meinung, abraten. GR20, jein. Also wenn man eine Fernwanderung machen möchte und viel Zeit hat, München-Venedig, definitiv, absolut machen oder auch nur Teilabschnitte. Und GR20 nur, wenn man wirklich Lust hat, irgendwie in der Hitze zu laufen. Es war schon cool, es war ein tolles Erlebnis, gute Erfahrung. Wir sind auch wieder voll aus unserer Komfortzone rausgetreten. Aber ehrlicherweise empfehlen kann ich das jetzt diesmal niemandem. Dafür war es zu anstrengend und man hätte jetzt zum Beispiel den nahen Alpen ein viel tolleres Erlebnis. Zusammen mit den Hütten, zusammen mit der unterschiedlichen Landschaft. Da lohnt es sich, glaube ich, eher hinzugehen. Und man kann sich dann auch wieder gewisse Strecken sich vornehmen. GR20, ja, einen Daumen zur Seite, würde ich sagen. Es kommt drauf an, was man für Erwartungen hat. Und ob man gern zeltet, war jetzt halt nicht so unseres, aber es gibt ja genügend, wo das gern machen. Man sollte schon einigermaßen fit sein. Die 19 Etappen, würde ich jetzt sagen, wenn man arg aufs Gewicht guckt, ist eine komplette Kopfsache. Wir haben einen 60-, 70-Jährigen gesehen, der das Ding durchgelaufen ist. Die 19 Etappen, die schlauchen Tag für Tag, aber das geht. Ich denke, wir haben jetzt für heute alles gesagt, was wir jetzt mal noch sagen wollten für den Moment. Dann war es das jetzt zum GR20, letztes Video. Für alle, die das jetzt machen wollen, wahrscheinlich dann 2021, wünschen wir trotzdem viel Spaß, wenn euch die Landschaft gefallen hat und ihr unbedingt aus der Komfortzone treten wollt, dann tut es, macht es, lasst euch nicht einreden, ihr schafft es nicht, geht hin, ihr könntet auch abbrechen, aber das solltet ihr natürlich nicht, wenn ihr es anfängt und genießt eure Reise. Macht das Beste draus und seid aber vorsichtig, falls das Wetter umschlägt, geht keine Risiken ein, überschätzt euch nicht. Dann war's das. Ja. Danke fürs Zuschauen.
klickt, wenn ihr noch jetzt da seid, auf den Abo-Button, lasst ein Like da und dann bis bald. Ciao, ciao.